Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny dekoriert. Und? Micha, ein Kameramann, freut sich. Genau. Wir freuen uns nämlich wirklich richtig heute, weil jetzt haben wir es geschafft. Die Weihnachtszeit ist da. Heute ist Heiligabend und wir wollten euch ein paar Grüße schicken. Und mit den Sachen, die wir jetzt zu Weihnachten vorher gebastelt haben, sage ich einfach mal so, oder dekoriert, genau, wollten wir uns bei euch noch mal einmal kurz melden. Und da fangen wir an hier vorne im Flur. Nach draußen gehen wir heute nicht. Erst wieder am zweiten Weihnachtstag. Da haben wir eine schöne Deko-Idee, Outdoor. Aber das ist hier damals gewesen, genau, das sind die Do-it-yourself-Bäumchen mit dem Filzband und den Zapfen und Kugeln. Das geht hier auch immer jeden Abend oder Nachmittag an. Wenn ich nach Hause komme, leuchtet das schon. Und das ist wirklich ein Mini-Flur. Und ja, da haben wir ganz lange Freude schon dran gehabt und die lassen wir auch noch. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in den Flur. So, jetzt sind wir hier am Treppenaufgang und guck mal, Micha, wir zeigen euch das mal. Das war ja unser Mooskranz. Da habe ich jetzt ganz normale von Ikea, schöne weiße Kerzen noch reingemacht. Und der steht hier ganz natürlich, weil hier oben, das kennt ihr ja auch, das sind die kleinen Wichtel. Und da habe ich die Kerzen nicht angemacht. Also wir haben einfach nur die Lichterkette, geht immer automatisch an und aus. Und falls ihr das sehen könnt, ich musste einen hellen Wichtel abnehmen, weil der wurde online verkauft und wir hatten keine mehr. Und deswegen habe ich dann den geopfert und habe dann noch einen schwarzen reingemacht. Genau, ihr Lieben, das ist hier erstmal unser Flur, weil hier mit im Flur drinne ist auch unser Sofa, das heißt unser Wohnzimmer. Genau, hier sitzen wir immer und beantworten eure Kommentare so ganz gemütlich. Und hier könnt ihr schon mal einmal sehen, das ist die Amaryllis. Das ist jetzt mal das Feedback, das haben wir gemacht. Ich würde mal sagen, gute 2 Wochen ist es her. Eine Amaryllis ist ja ein Zwiebelgewächs und holt sich aus der Zwiebel die Nährstoffe und die hält so um die 2 Monate. Aber die ist schon wunderbar rausgewachsen, also da werden wir noch sehr lange Freude haben. Und hier haben wir immer die Lichterkette, die automatisch angeht, genauso wie bei diesem. Den haben wir ja auch gemacht, diesen ganz natürlichen. Haben wir auch unheimliche Freude mit. Und hinter mir, Micha geht mal mit euch ran, dann könnt ihr das sehen. Da musste ich sehr lachen, wie ich den Kommentar beantwortet habe, weil eine Abonnentin geschrieben hatte, als der Finnig weg war, Ho Ho ist auf Oh Oh gegangen. Und das bleibt auch so, wir mussten lachen. Und genau, das ist das Glas, was auch sehr lange hält. Und das lassen wir auch sehr lange, ist hier auf der Fensterbank. Und dahinter könnt ihr sehen, auf der Terrasse bei uns, da ist tatsächlich noch die Lärchenzweige, der Baum. Wunderbar, wir sind da immer jeden Tag dran erfreut. Das haben wir mal im Herbst gemacht, dieses Glas, genau, auch ganz natürlich mit der Rindentreppe da drinne und auch das kommt hier wunderbar. Und auf der anderen Seite hier ist Michas Platz. Und hier haben wir nämlich auch noch das, könnt ihr euch vielleicht dran erinnern, das ist mit den Sukkulenten, auch ganz natürlich, auch da haben wir absolut unsere Freude, weil der geht auch jeden Abend automatisch an und genau, das gefällt uns auch wirklich gut. Vielleicht habt ihr eben draußen ganz kurz eben die Deko gesehen, weil die kommt nämlich am zweiten Weihnachtstag und da ich gestern Geburtstag hatte und wir gestern schon die Deko gemacht hatten, weil wir Besuch bekommen haben, bekommt ihr das aber auf alle Fälle am zweiten Weihnachtstag zu sehen. Ne, Micha? Ja. Genau, ganz natürlich. So, und die Säule, genau, das ist ja die hier mit den Weihnachtssternen. Da waren erst nur weiße Weihnachtssterne, da hatte ich ein bisschen Pech mit, aber die halten jetzt wirklich schon sehr lange. Auch da haben wir unsere Riesenfreude mit. Da habe ich mich, guck mal, da haben wir richtig Glück gehabt, hier Orange oder Aprikot und dann dieses Rosé-Rot, total schön und einen weißen. Und genau, die hole ich immer raus, stelle sie in lauwarmes Wasser und die sind sehr dankbar und halten jetzt wirklich schon lange. Und diese Ecke hier, finden wir, ist wirklich wunderbar ausgefüllt. Heute ist es ein bisschen dunkler und wir haben das auch so gelassen. Wir haben die Strahler mal nicht heute geholt, weil wir gesagt haben, okay, jetzt zu Weihnachten kann man einfach mal die Kerzen alle anmachen und das so ein bisschen muckelig und gemütlich machen. Wir mit euch hier heute zusammen. Am Heiligen Abend, genau. Und das ist heute unsere Tischdeko. Heute essen wir. Wir haben wirklich nicht viel Besuch. Wir sind nur zu viert. Und das reicht, weil wir hier in dem Esszimmer gleich nebenan, vis-à-vis, 2 Meter,
da die Küche ist und wir unsere Sachen dann nehmen können. Das heißt, wir brauchen jetzt nicht großartige Schüsseln. Deswegen ist es für uns immer sehr perfekt und wir können da wirklich mal so eine Deko machen. Die erste Deko, die wir hatten mit dem Polstermoos, war mein absoluter Favorit. Du mochtest das auch, ne, Micha? Ja, natürlich. War wirklich, wirklich, wirklich schön. Aber da wir noch gesagt haben, ich wollte unbedingt noch was mit dem Ast machen und mit Weihnachtssternen, mussten wir die natürlich abbauen und die finden wir aber auch fantastisch und das passt wunderbar. Natürlich auch hier oben die Weihnachtssterne, auch die tauche ich immer oder stelle sie in lauwarmes Wasser, dass sie sich selber Wasser ziehen und die halten wirklich wunderbar. Das geht ruckzuck, Moos wieder rumgestellt, auch hier unten und es ist wirklich... Die Deko gefällt uns sehr. Auch hinter mir die Vase, die habe ich jetzt gerade, da haben wir jetzt keine Batterien mehr. Die ist leer, haben wir heute vergessen, aber auch die geht hier eigentlich jeden Abend an und da haben wir wunderbares Licht. Brunnen haben wir angemacht, aber bevor wir hier rüber gehen zu unserem Brunnen, gehen wir nochmal hier an das Fenster, oder? Hier haben wir nämlich die Wichtelschaukeln. Genau, und hier in die Flaschen habe ich dann Wasser reingemacht, da haben wir vom Ilex, haben wir noch die Beeren reingemacht. Unsere Lärchensterne, Lärchenzweigensterne und auch das ist jeden Abend an und das natürlich gekoppelt mit unserem Do-it-yourself-Brunnen bzw. Tannenbaum mit der Glocke. Auch da haben wir wirklich ganz, ganz viel Freude mit. Und jetzt stehen wir hier an unserem ganz natürlichen Tannenbaum, ne, Micha? Ja. Genau, den haben wir ja auch mal ganz anders gemacht dieses Jahr, aber wir haben gedacht, das passt so und wir hatten auch so viel Reste von den Früchtchen und da haben wir gedacht, da machen wir einfach nochmal eine kleine Video-Idee bzw. Deko-Idee und ich finde für euch, da wir heute Heiligabend haben, machen wir einfach mal mit euch die Kerzen an, bedanken uns bei euch, ja, für die tollen Kommentare, für das fleißige Gucken, egal von wo ihr kommt, also es ist wirklich Wahnsinn und das in einem guten Jahr. Also wir sind da sehr, sehr dankbar, ne Micha? Ja. Ja, und deswegen wollen wir nämlich gleich beide zusammen. Ich mache einfach mal eben die Kerzen an. Komisches Gefühl. Ich habe ganz viele Jahre keine Lichter am Baum angemacht. Ich habe da auch echt wirklich großen Respekt vor, aber es ist wirklich schön. Und das habe ich gerne für und mit euch gemacht. Und deswegen kommt Micha einfach mal zu mir, würde ich sagen, zum Tannenbaum, oder? Ja. Genau, der Kameramann kommt, die Kamera ist auf dem Stativ und wir wünschen euch ein schönes Weihnachten. Genau. Von ganzem Herzen. Vom ganzen Herzen. Genau. Bleibt gesund. Genau, fühlt euch gedrückt. Wir freuen uns auf euch. Wir sehen uns am zweiten Weihnachtstag und genau, bleibt gesund, dass alle eure Wünsche in Erfüllung gehen und wir bedanken uns bei euch. Bis bald. Bis bald. Genau, euer Kameramann. Mal vor der Kamera. Ja, genau. Und genau, bis dann, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.